Es ging um die Fragestellung, wie man schnell nach Hamburg kommt. Und da kam jemand auf die Idee, doch mit dem Floß zu fahren von Dresden aus. Und wir planen und reden über Dinge. Und bisher haben wir mehr geredet als gemacht. Wir müssen endlich anfangen, über die Frage zu sprechen, wie es zum Floß kommt, nicht mehr ob das Floß gebaut wird. Ich war ein bisschen in einem Tief, in so einem realistischen Ankommen, wie es ist echt viel zu machen. Wir brauchen noch Holz und Motor. So. Wir müssen auch noch einen Bootsführerschein machen, das Floß genehmigen lassen und überhaupt erst eine Konstruktion entwerfen. Wir waren im Auto und Joschka meinte dann, ja, wir haben ein Okay von dem Bauplatz. Und es war so ein... Ich finde, der Ort ist für mich so ein Sinnbild von Idylle. Natur und Frühling geht los und Energieschub und es ist schön. Das CAD-Zeichnen liegt mir, Entwürfe zu erstellen. Jeder macht so ein bisschen was und am Ende funktioniert es einfach und es ist total schön. Gerade bevor wir das Holz gekauft haben, war für mich so eine Phase, wo ich nicht mehr ganz dran geglaubt habe. Ja, das war so ein Knackpunkt einfach. Und als das Holz da war, als wirklich viel Geld auch reingeflossen ist, war, glaube ich, allen klar, okay, jetzt muss es was werden. Wir bauen ein Floß, das im Grunde modular aufgebaut ist, damit es transportierbar bleibt. Es wird insgesamt die Abmessung haben, also grob 2,50 Meter mal 10 Meter. Da einfach loszulegen, mal was zu wagen und was zu probieren und sich reinzuknien und so viel Arbeit reinzustecken. Das sind normale Schubkarrenräder. Ich behandle gerade die Poller mit Sandpapier. Auf einmal wurde das so mega heiß. Ich schmelze dahin. Der Pegelstand der Elbe sank und sank. Ich hoffe einfach, es regnet noch ein bisschen, bis wir losfahren. Diese Kraft, irgendwas bewegen zu wollen, ja? Dieses nach außen strahlen, Bock drauf haben, Dinge anzufassen, die Welt zu verbessern, die außen rundherum liegt. Es fängt an mit 1, 2 Tropfen und denkt sich vielleicht, puh, wird jetzt doch kein ergiebiger Regen und dann prasselt es einfach übelst runter. Und wir konnten gerade noch so das Floß schützen mit Plan. Ursprünglich dachten wir, das reicht, also 20 Fässer insgesamt für das Floß. Aber wir haben nicht genug Auftrieb, um entspannt Sachen zuzuladen. Dann haben wir angefangen, es durchzurechnen und sind dann auf 32 Fässer gekommen, die wir wirklich brauchen. Jetzt die nächsten Schritte wären, dass wir die Hütte fertigstellen. Hier ist das Klo und da drüben ist das Lager. Da müssen Wände rein, ein Dach drauf. Und dann sind wir soweit schon fertig mit den Holzarbeiten. Was mir die ganze Zeit Sorgen gemacht hat, war der Motor. Und der ist ja auch erst 5 Tage vor Abfahrt oder so angekommen und dann ging der auch nicht. Da müssen wir uns jetzt rantasten und gucken, wie die Maschine anspringt hier. In 6 Tagen ist Abnahme. Bis dahin muss es stehen. Okay. Und jeden Tag merkt man, oh, es fehlt noch was, die Zeit ist knapp. Oh. Hier, Josh. Machen wir das? Hier? Ja. Mit ihnen andersrum. Rohrtank. Wieder abgewürgt, wieder an. Es war dann gestern ein sehr cooles Gefühl, als er anging. Passt. Jetzt passt's und die Kiste läuft. Die Zeit der Abnahme war sehr stressig. Der Transport, das Fertigstellen kurz vor der Abnahme. Dieser Hänger im Vergleich zu den einzelnen Floßmodulen war einfach klein. Ja, ich bin ziemlich fertig. Ich möchte noch mal anmerken, dass wir heute Abend diesen Bauplatz verlassen müssen und dass es hier halbwegs ordentlich aussehen muss und dass noch echt eine Menge aufgeräumt werden muss. Ich habe den Ort sehr lieb gewonnen. Wir haben gerade das erste von den 2 Modulen auf den Hänger geschoben. Aber ich glaube, das zweite wird noch schwerer. Ich denke, das wiegt, könnte doppelt so viel wiegen. Juhu! Das fährt jetzt durch halb Dresden bis nach Tschirien, kurz vor Heidenau, wo wir das dann morgen früh in die Elbe schieben werden. Yes. Yeah.
zur Umarmung. Geht's los. Sind alle Keile weg unter den Rädern? 1, 2, 3. Sitz auf und hopp! Während der Abnahme war ich auf Arbeit. War total hippelig. Ich konnte mich kaum konzentrieren und habe eigentlich immer nur auf Nachrichten gewartet. Wir schaffen es auf jeden Fall, das ganze Floß auf den Strand zu legen. Dann können wir das Seil abmachen und dann ist gut. Klappt's jetzt nicht? Wie ist die Probe? Okay, jetzt treibt's schon. Stopp, die Leine festziehen. Diese ganzen Abläufe, wie können wir den Kurs ändern? Also wo musst du an dem Ruder wie anfassen? Das muss einfach sitzen, wenn man dann einmal mit dem Strom auf der Elbe unterwegs ist. Es schwimmt, Joschka. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Ein Abenteuer, um die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Für die Besinnung auf das Wesentliche. Um Momente abseits des Alltäglichen zu erleben, im Moment zu leben, auf dem Moment zu leben. Heute, am 21. August 2018, wird die Moment mit einer 6-köpfigen Besatzung Richtung Hamburg aufbrechen. Über die Zeit werden unsere Freunde uns die Elbe entlang einholen und insgesamt sollen 23 Menschen an Bord der Moment gefahren sein. Schneller runter, runter, runter! Runter! Das ist keine epische Musik. Schöner Moment. Es war ein extrem schöner Moment. Eigentlich ein Moment zum Weinen. Wenn auf einige Menschen nur ein bisschen Gestaltungswille überschlägt, ein bisschen tu was, dann hat sich die ganze Arbeit mehr als gelohnt. Und damit Mast und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unterm Fass. Läuft schon!